Ich möchte beginnen mit einem Bild vom Wochenmarkt. Wir sehen einen Erzeuger oder Händler an seinem Marktstand, der dort Obst und Gemüse seinen Kunden anbietet. Dieses einfache Beispiel zeigt uns die Grundelemente, die wichtig sind in den Verkaufsorganisationsstrukturen und mit denen wir im laufenden Teil des Webinars und in unseren Projekten immer wieder zu tun haben. Denn heben wir das Ganze auf eine abstraktere Ebene, dann sehen wir, dass der Markt den Ort widerspiegelt, an dem sich Angebot und Nachfrage treffen. Auf der Angebotsseite sind dies die Waren und Dienstleistungen der Unternehmen. Auf der Nachfrageseite bestehende Kunden und zukünftige Kundenpotenziale. Der Vertrieb steht dazwischen als Schnittstelle. Hier werden die Touchpoints erzeugt, die letztendlich die Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen Unternehmen und Kunden erzeugen. Hier entscheidet sich natürlich auch der Erfolg des Unternehmens, denn Produkte werden gekauft oder eben nicht. Wenn wir einen Blick auf die Strukturelemente legen, so haben wir hier auf der Angebotsseite natürlich die Standorte der Unternehmen, Filialen wie im filialisierten Einzelhandel, aber auch Händlernetze, wie wir sie aus der Automobilindustrie kennen. Es können aber auch mobile Einheiten sein, fliegende Händler oder ein mobiler Außendienst, der Kunden besucht. Und hier haben wir auch schon die Verknüpfung zu Strukturelementen auf der Nachfrageseite, Kundenadressen. Der Außendienst muss wissen, wo er hinfahren muss. Es können aber auch Einzugsgebiete sein, die uns ermöglichen, im Umfeld zum Beispiel von Filialstandorten Absatzchancen zu beurteilen. Für zukünftige Nachfragen haben wir hier wieder die Marktpotenzialdaten. Bei der Vertriebsstruktur sind es natürlich erstmal Punkte oder einfache Strukturelemente, wenn die Kunden zu den Unternehmen kommen, zum Point of Sale, zur Filiale oder wenn sie im Internet kaufen. Das sind aber alles Dinge, die uns heute weniger interessieren, denn wir wollen ja gebietsrelevante Strukturen erkennen. Aber auch hier können diese kundenbezogen aufgebaut sein. In der Regel werden hier Kundensegmente gebildet für A-, B- oder C-Kunden und dann durch entsprechende Mitarbeiter im gesamten Marktgebiet betreut. Für komplexe Produkte und Dienstleistungen kann die produktbezogene Struktur besser angebracht sein. Hier wird speziell geschultes Personal eingesetzt, wenn die jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen nachgefragt werden. Wir bei der WGeoGIS kümmern uns in der Regel um die regionale Strukturen. Dies bedeutet, dass wir Marktverantwortungsgebiete definieren, für die dann die entsprechenden Vertriebsmitarbeiter die wirtschaftliche Verantwortung tragen. In unseren Softwaresystemen gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und nehmen dann auch wieder Strukturelemente von Angebot, wie zum Beispiel Standorte, und Nachfrage wie Kundenadressen und Marktpotenzialdaten auf, sodass alles zusammen in einem System ist und dort bearbeitet werden kann. Ich möchte nun mit Ihnen gemeinsam eine regionale Vertriebsstruktur aufbauen. Im ersten Schritt geht es immer darum, eine passende Einheit, eine Gebietseinheit zu definieren. Diese kann individuell sein, in der Regel sind dies aber postalische oder administrative Grenzen. Ich habe für unser heutiges Beispiel auch die 5-stellige Postleitzahlgeometrie für Deutschland ausgewählt. Von einem unserer Datenpartner haben wir für diese Geometrien Marktpotenzialdaten erhalten. Diese sehen Sie visualisiert von hell nach dunkel, wenig Potenzial zu hohem Potenzial. Diese Potenziale können zum Beispiel Kaufkraftdaten sein, aber auch Affinitäten, die Ihre Zielgruppe besser beschreiben und Ihnen erlauben zu sehen, wo höhere Absatzchancen sind. Ich möchte Sie hier noch darauf hinweisen, bei dieser
dunklen Einfärbung im Westen Deutschlands, dass wir hier höhere Absatzchancen haben und die dann entsprechend auch in Wert setzen können. Hier mit roten Sternen gekennzeichnet sehen Sie die Standorte der Außendienstmitarbeiter. Ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Wir haben natürlich auch methodische Möglichkeiten über Location-Allocation-Modelle, die Anzahl der Außendienstmitarbeiter und die optimale Position zu bestimmen. Aus Zeitgründen möchte ich hierauf heute nicht weiter eingehen und wir starten mit der bestehenden Partitur. Im nächsten Schritt hier geht es darum, Postleitzahlen zusammenzufügen und dann entsprechend den zuständigen Außendienstmitarbeitern zuzuweisen. Dies kann über Entfernungen geschehen, aber auch über Anzahl von Kunden oder sonstige Parameter, die Sie im Planungsprozess festlegen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Ihre Aufmerksamkeit auf das Gebiet im Westen Deutschlands lenken. Denn hier sehen wir, dass dieses größere Potenzial sich auch schon in der Struktur niederschlägt. Wir haben kleinere Gebiete, weil höheres Absatzpotenzial und eine höhere Anzahl an Vertriebsmitarbeitern, die dieses Potenzial heben. Ein Punkt, der mir heute erst in der Generalprobe aufgefallen ist, den ich kurz auch machen möchte, ist, Sie sehen hier ein langgezogenes Vertriebsgebiet. Und dies spiegelt wider, dass im Hintergrund auch Verkehrswege wie Autobahn, in dem Fall die A5, zugrunde liegen. Der Vertriebsmitarbeiter kann hier schnellere Wege zurücklegen. Wenn diese Zuordnung abgeschlossen ist, werden die Postleitzahlen zusammengefasst und wir haben eine einheitliche neue Vertriebsgebietsebene. Der Organisationsstruktur unseres Unternehmens entsprechend gibt es noch eine Ebene darüber, die Ebene der Vertriebsregionen. Hier werden entsprechend Vertriebsgebiete zusammengefasst, um dann die regionalen Bedürfnisse der Märkte bedienen zu können. Betrachten wir nun die drei beschriebenen Gebietsebenen zusammen. Wir haben eingangs die Postleitzahlen, die Vertriebsgebiete und hier die Vertriebsregionen. Alle sind verbunden über eine definierte Zuordnung. Wir nennen das Vertriebshierarchie. Das hat den großen Vorteil für Sie, dass, wenn Veränderungen auf einer Ebene vorgenommen werden, diese gleich in die nächsthöhere oder niedrigere übertragen werden und Sie müssen es nicht nochmal anpacken. Gestatten Sie mir an der Stelle noch zwei Hinweise. Diese Struktur der Vertriebshierarchien, die wir normalerweise je Land sehen oder vielleicht auch, wenn notwendig, in Konzerngesellschaften mehrere Hierarchien hintereinander, kann natürlich auch ergänzt werden durch zum Beispiel Händlerstandorte, die wir später noch sehen werden. Ich bin in unserem Beispiel jetzt auch davon ausgegangen, dass die Zuordnungen eindeutig sind. Das bedeutet, dass jedes Postleitzahlgebiet eindeutig einem Vertriebsgebiet zugeordnet ist. In der Realität ist das natürlich häufig anders. Mehrere Kunden können in einem Postleitzahlgebiet von verschiedenen Vertriebsmitarbeitern betreut werden. Unsere Software bietet auch Möglichkeiten, dies abzudecken und einzuhalten. Wir möchten hierauf aber auch heute aus Zeitgründen nicht weiter eingehen. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir eine geordnete Hierarchie haben, eine Struktur, mit der wir arbeiten könnten. Es wäre schön, wenn wir fertig wären, aber Unternehmen und ihr Marktumfeld sind dynamisch. Das heißt, es kommen Unternehmensstandorte hinzu, es fallen welche weg, es kommt zu Fusionen, es kommt zu Fluktuation im Personal. Ich könnte diese Reihe noch fortführen, aber allen ist eines gemeinsam. Sie haben Auswirkungen auf die räumlichen Strukturen. Zum anderen,
wenn wir uns die Absatzseite, die Nachfrageseite anschauen, dann wissen wir, dass diese regional unterschiedlich ist und sich auch verändert. Das heißt, wir müssen hier auch immer nachjustieren. Und in unserem Berichtswesen, im Vertriebscontrolling, ist es natürlich auch wichtig zu sehen, ob denn bestehende Potenziale durch die Vertriebsmannschaft gehoben wurden. Hierzu möchte ich noch einmal an die Inhalte unseres letzten Webinars im September zum Thema Marktanalyse anknüpfen. Hier hatten wir eine Gegenüberstellung von Potenzial zu realisierter Performance. Ich habe dies genauso gemacht und für unsere Vertriebsgebiete die Potenziale aggregiert und auch visualisiert, hier von hell nach dunkel. Und auf der anderen Seite die tatsächliche Performance, die erzielten Umsätze in Ampelfarben von Rot für niedrige Umsätze bis hin zu grün hohen Umsätzen visualisiert. Den entscheidenden Mehrwert, den Vorteil der Analyse erhalten Sie in der räumlichen Marktanalyse. Hier werden in Form einer 3×3-Matrix auf der X-Achse die Potentialwerte und auf der Y-Achse die Performance, die Umsatzwerte aufgeführt und entsprechend die Gebiete eingefärbt. Man sieht auf einen Blick, wo mittlere und hohe Potenziale lediglich zu einer maximal mittleren Performance geführt haben. Hier regional gekennzeichnet. Ziel ist es nun, oder Ziel wäre es, diese Wachstumschancen zu identifizieren und entsprechend zu heben. Dass wir entsprechend der bestehenden Potenzialwerte auch Umsätze erzeugen können. In meinen bisherigen Ausführungen wollte ich Ihnen zeigen, dass Gebietsplanung ein stetiger Anpassungsprozess ist. Idealerweise auf ein Zielfoto, das der optimalen Gebietsstruktur für Ihr Unternehmen entspricht. Dass diese Prozesse nicht immer reibungslos verlaufen, denke ich, liegt auch auf der Hand. Gewachsene Gebietsstrukturen gehen auch immer einher mit gewachsenen Beziehungen zwischen Mitarbeitern auf Unternehmensseite und Kunden auf der anderen Seite. Ein anderer Punkt mag sein, Sie können zwar als Resultat aus der Analyse Gebiete identifizieren, dass Sie dort noch Potenziale heben können, wenn Sie entsprechend Mitarbeiter einstellen. Diese müssen Sie aber auch immer erst einstellen können und auf dem Arbeitsmarkt finden. Das sind aber alles Punkte, die können wir als WGEOGIS mit unseren Methoden nicht lösen und die werden bei Ihnen an anderer Stelle in den Unternehmen wahrgenommen. Was wir machen können, ist, Ihnen Softwarelösungen zur Verfügung zu stellen, damit Sie alle planungsrelevanten Größen zusammenbekommen, in einem Planungsprozess strukturiert bearbeiten können. Jetzt sehen wir hier live unser WGEOGIS-System. Ich möchte jetzt erstmal ein bisschen herleiten, wie das Ganze jetzt aufgebaut ist und wie die Daten ins System kommen. Im Endeffekt haben wir hier eine Ebenenstruktur. Das heißt, im Hintergrund bzw. ganz unten habe ich die Hintergrundkarte. Sie können sich das wie ein Sandwich vorstellen. Das, was wir unten sehen, ist dementsprechend im Hintergrund. Das, was wir oben sehen, ist dementsprechend im Vordergrund. Ich kann jetzt exemplarisch hier ganz oben in der Liste einfach mal die Händlerstandorte einblenden, die der Uwe ja bereits vorhin angesprochen hatte, weil wir in unserem ersten Beispiel entsprechend eine Händlerebene einziehen werden. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt einfach mal mich hier unten auf den Osten in Bayern fokussieren, um Ihnen ein bisschen erläutern zu können, wie jetzt die Daten ins System gekommen sind und wie wir diese Daten verarbeiten werden, um dann entsprechend eine schöne Planung drauf aufzusetzen. Dazu blende ich in einem nächsten Schritt einfach mal meine Kundenpunkte ein. Diese sehen Sie hier.
Ich habe die Kundenpunkte visualisiert. Ein grünes Dreieck bedeutet beispielsweise ein A-Kunde und ein rotes Dreieck beispielsweise ein C-Kunde. Wenn ich hier oben in die Datentabelle hineinklicke, werden die entsprechenden Daten visualisiert. Sie können sich das so vorstellen, unsere Datentabelle ist im Endeffekt nichts anderes als eine Excel-Liste, die mit Daten verknüpft ist. Wir haben ja hinter unseren einzelnen Kunden Adressen stehen. Diese Adressen verorten wir auf der Karte und visualisieren dann dementsprechend den Kundenpunkt auf der Karte. Und so ist auch dann der Link geschaffen zwischen einerseits Datensicht, andererseits Visualisierung. Dasselbe können wir natürlich auch machen, wenn wir uns nur die Postleitzahl anschauen. Das wäre jetzt der nächste Prozess, den wir uns anschauen. Wie komme ich denn von dem Punkt, also der Punktebene des einzelnen Kunden, hin zur Postleitzahl, um dann drauf planen zu können. Bevor ich da aber reingehe, möchte ich jetzt noch mal kurz auf die Potenziale verweisen. Der Uwe hat es ja vorher schon bereits angesprochen. Wir können Potenziale auf Postleitzahlen abbilden. Wir können aber auch andererseits Potenziale über Neukunden zum Beispiel abbilden oder eben potenzielle Leute, die draußen im Markt aktiv sind, die aber aktuell nicht unsere Kunden sind. In einem nächsten Schritt füge ich jetzt einfach mal explorativ die Postleitzahlen hinzu. Die sehen Sie jetzt nun hier. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie das Ganze hergeleitet wird, wie ich quasi von der Kundenebene auf die postalische Ebene komme. Dazu gehe ich jetzt hier direkt rein und wähle mir einfach mal diese Postleitzahl an. Ich sehe direkt, ich habe eine Postleitzahl gewählt, ich sehe, was für ein Marktvolumen hinter dieser Postleitzahl steckt, ich sehe, was für ein Jahresumsatz hinter dieser Postleitzahl steckt. Wichtig, halten Sie diese Zahl 25.500 € als Jahresumsatz im Hinterkopf. Denn ich schaue mir jetzt das Ganze an, wo kommt denn diese Zahl überhaupt her? Ich übertrage quasi also meine Auswahl der Postleitzahl auf meine Kunden und sehe jetzt direkt hier in Orange, welche Kunden sind denn davon betroffen innerhalb dieser Postleitzahl. Im Endeffekt sehen wir hier 11 Kunden liegen innerhalb dieser Postleitzahl mit einem entsprechenden Umsatz von 25.500 €. Sie sehen, die zwei Datensätze matchen zusammen. Jetzt haben wir das Ganze mal hergeleitet, wie sich denn das bezieht quasi von den Kunden auf die postalische Ebene. Im nächsten Schritt wollen wir tiefer in die Planung reingehen und mal exemplarisch ein neues Händlergebiet anlegen. Dazu erstelle ich hier eine neue Simulation und lasse mir die Postleitzahlen, die angesprochenen, einblenden. Sie sehen jetzt nun hier deutschlandweit Postleitzahlen, die einerseits mit Umsätzen hinterlegt sind, andererseits auch mit Marktvolumina. Und die farbliche Zuordnung bedeutet dementsprechend einfach eine Zuordnung zum direkten Händler. Nehmen wir jetzt beispielsweise dieses gelbe Gebiet hier. All diese Postleitzahlen sind direkt dem Händler in Erfurt zugeordnet. In einem nächsten Schritt werden dann diese Postleitzahlengebiete zusammengefasst. Das sehen Sie jetzt nun hier. Also aus vielen Postleitzahlengebieten wurden wenige Händlergebiete. In einem nächsten Schritt fassen wir dann nochmal diese einzelnen Händlergebiete zu größeren Vertriebsgebieten zusammen. Das sehen Sie jetzt hier. Und als übergeordnete Region haben wir die Vertriebsregionen, 6 an der Zahl hier in unserem Beispiel. Das haben wir auch vorher bei Uwe schon in seiner theoretischen Näherung gesehen. Jetzt war natürlich so die Fragestellung, die Uwe ja mir mitgegeben hatte, wie füge ich denn ein neues Händlergebiet ein? Dazu gehe ich jetzt mal exemplarisch hier in den Norden von Deutschland und blende mir die Händlerstandorte ein. Ich sehe hier auf der Karte in Orange, dass wir Postleitzahlengebiete haben, die aktuell noch keinem Händler zugeordnet sind. Und ich möchte jetzt natürlich in diese Ebene eingreifen und ein neues Händlergebiet anlegen. Dazu wähle ich mir hier diesen Händler in Kiel an und erstelle ein Einzugsgebiet. Im Endeffekt ist ein Einzugsgebiet nichts anderes. Wir wollen, sage ich jetzt mal, abgreifen, welche Postleitzahlengebiete könnten in mein Händlergebiet fallen und wie ordne ich diese Postleitzahlengebiete dem Händlergebiet zu. Dazu haben wir uns jetzt einfach mal exemplarisch was ausgedacht, indem wir sagen, wir nehmen 40 Minuten Einzugsgebiet mit dem Auto vom Händler, das soll eben mein neues Händlergebiet sein. Dazu gehe ich hier wieder in die Planung rein und lege mir hier ein Einzugsgebiet von 40 Minuten um meinen Händlerstandort. Das Tool hilft mir direkt und ich sehe auch sehr, sehr schön visualisiert, welche Postleitzahlengebiete jetzt innerhalb 40 Minuten erreicht werden.
Das reicht mir jetzt natürlich noch nicht aus. Ich möchte ja jetzt die Diskrepanz schaffen von den Postleitzahlengebieten, die innerhalb dieser 40 Minuten liegen, zu meinem Händler, dass ich eben hier einen neuen Händlerstandort anlege. Wie mache ich denn das jetzt? Dazu gehe ich wieder rein und selektiere mir jetzt hier mein Einzugsgebiet und übertrage das Ganze auf meine Postleitzahlen. Hier haben wir eine super Tool-Unterstützung, weil wir dann direkt sehen, okay, 185 Postleitzahlen berühren dementsprechend das Einzugsgebiet, das ich mir generiert habe, und ich kriege natürlich auch gleich diese Unterstützung, dass ich weiß, wie viel Marktvolumina und welchen Jahresumsatz für diesen Händler zu rechnen ist. In einem nächsten Schritt lege ich dann quasi mein neues Händlergebiet an. Dazu gehe ich hier oben rein und auch hier unterstützt mich das Tool wieder super. Ich kriege jetzt hier meinen gesamten Hierarchiebaum aufgeblättert und sehe direkt, wo ich denn diese Anpassung machen möchte. Also Sie sehen hier oben, wir sind in der Vertriebsregion Deutschland Nord unter dem Vertriebsmitarbeiter Böttcher. Und genau hier möchte ich meinen Händler anlegen. Ich bin jetzt mal so frei und nenne den Händler nach meinem Namen. Was auch super ist, das ganze Tool gibt mir hier automatisiert auch aus, welche Postleitzahlen verändert werden. Das sehen Sie jetzt hier. Jetzt muss ich nur noch nach unten scrollen und dementsprechend die Postleitzahlenzuordnung speichern. Das Tool macht dann den ganzen Rest für mich. Sie sehen, es überträgt die Zuordnung und erstellt für mich ein neues Händlergebiet. Hier dementsprechend in lila zu sehen. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass gerade hier unten im Süden des Gebiets noch einige Freiflächen übrig sind und wir tatsächlich vom Händler Hamburg hier im Süden ein Postleitzahlengebiet weggenommen haben. Da greife ich jetzt manuell ein und möchte das dementsprechend neu zuordnen. Als erstes wählen wir das Postleitzahlengebiet an und schieben es per Drag and Drop wieder zurück zu dem Händler von Hamburg, dass das auch alles seine Richtigkeit hat. Sie sehen, auch hier wieder macht das Tool alles automatisch. In einem nächsten Schritt wähle ich mir jetzt hier noch die verbleibenden Postleitzahlen an, weil es Sinn machen würde, die dementsprechend auch zuzuordnen. Dazu gehe ich auch wieder hier rein, klicke per Drag and Drop, schiebe die Postleitzahlen einfach herüber. Und final haben wir jetzt ein neues Händlergebiet angelegt. Bevor ich jetzt aber zum Ende komme, möchte ich diese Simulation speichern, weil wir noch nicht ganz fertig sind, was wir jetzt hier zusammen machen. Die Simulation wurde jetzt gespeichert und Sie sehen, das Gebiet, das wir hier erstellt haben, wurde auf die nächst obergeordnete Ebene übertragen, nämlich auf die Händler. Jetzt will ich Ihnen einfach nur mal zeigen, was nun möglich gewesen ist durch den Anlegen eines neuen Händlers. Ich gehe hier nochmal rein, wähle mir den Händler an und kann auch direkt dann über diese Visualisierung sehen und mitkriegen, wie viele neue Kunden versorgt werden können durch diesen neuen Händler. Dazu übertrage ich einfach wieder diese Selektion vom Händler auf meine Kunden und siehe da, sehen wir, dass durch diesen neuen integrierten Händler 391 Kunden zusätzlich versorgt werden können. Vielen Dank, Marcel. Wir haben in diesem eindrucksvollen Beispiel gesehen, welche Vorteile es hat, die Strukturen visualisiert in einem Softwaresystem zu sehen. Wir haben die Vorteile einer Vertriebshierarchie mit der Bearbeitung in einer Ebene und dem gleichzeitigen Übertrag in die nächsthöhere oder niedrigere Ebene sehen können. Und Marcel hat uns ein eindrucksvolles Beispiel gezeigt, wie einfach es ist, ein Gebiet anzulegen über ein Einzugsgebiet und dann dieses manuell nachzubearbeiten. Im dritten Teil unseres Webinars möchten wir nun tiefer in die Strukturen eingreifen. Ich hatte Ihnen ja schon im Beispiel mit den Marktpotenzialen gezeigt, dass es hier natürlich auch zu Unwuchten kommen kann, wenn ein Gebiet zu viel, das andere zu wenig Potenzial hat. Marcel, kannst du uns hier vielleicht mit einem Beispiel weiterhelfen, wie wir dieses Problem angehen können? Danke, Uwe. Ja klar, dafür haben wir jetzt auch was vorbereitet, um genau diese Unwucht zu demonstrieren und zeigen zu können, wie wir das Ganze anpassen und ändern. Dafür gehen wir jetzt hier wieder in unser bekanntes Setting rein. Sie sehen, es hat sich nicht viel geändert. Wir haben immer noch unsere Händlerstandorte. Wir sind in derselben Vertriebshierarchie. Wir haben auf der untersten Ebene Postleitzahlen. Darüber haben wir Händlergebiete und letztendlich die Vertriebsgebiete.
Und das ist jetzt auch so der angesprochene Punkt. Wenn ich mir jetzt so visuell diese Karte hier anschaue, sieht man schon eine leichte Unwucht. Also das Gebiet von Deutschland Mitte ist sehr, sehr prägnant und drängt irgendwie so die anderen Vertriebsregionen bzw. Vertriebsgebiete sehr, sehr stark an die Ecke. Das sieht man auch, wenn ich jetzt hier ein Stück weiter runter scrolle, wo wir dementsprechend von unserem Tool eine tolle Unterstützung haben. Ich kann nämlich hier einfach in das Marktvolumina-Fenster hineinklicken und ich sehe direkt auf einen Blick, wie die einzelnen Marktvolumen verteilt sind. Wir sehen hier schön, dass das Deutschland-Mitte-Gebiet mit Abstand das höchste Marktvolumen hat. Während jetzt beispielsweise das Gebiet vom Osten in Deutschland sehr, sehr niedriges Volumina hat. Ähnlich sieht das Ganze mit dem Jahresumsatz aus, wenn wir uns das hier anschauen. Also ähnliches Bild wie zuvor. Wir haben einen sehr, sehr hohen Umsatz im Gebiet Deutschland-Mitte, während wir im Osten von Deutschland eher nicht so hohen Jahresumsatz haben. Und genau an der Stelle wollen wir jetzt eingreifen. Ich gehe jetzt hier nochmal in mein Planungstool rein und sehe auch, dass hier dieser Herr Kagemann eventuell sinnvoller im Osten aufgehoben wäre. Einerseits, weil es die Struktur hergibt visuell, andererseits, weil vielleicht auch die Volumina bzw. die Potenziale dadurch besser ausgeglichen werden. Jetzt gehe ich her, klicke einfach dieses Gebiet an. Ich kriege wieder vom Tool automatisiert diese Unterstützung, dass ich sehe, wie viel Marktvolumen verändere ich jetzt bzw. wie viel Jahresumsatz verändere ich jetzt. Dann haben wir dasselbe Spiel wie zuvor. Ich nehme einfach per Drag and Drop das Gebiet und schiebe es dahin, wo ich es jetzt beispielsweise hinhaben möchte. Sie sehen sofort, wie sich der Kartenausschnitt ändert, das Gebiet sich neu einfärbt und uns das Tool noch eine super Unterstützung hier auf der linken Seite bietet. Ich sehe, wie sich das Marktvolumen live verändert. Das heißt, wir haben jetzt hier im deutschen Mittegebiet Volumen weggenommen. Deswegen verändert sich hier der Balken, während im deutschen Osten sich dieser Balken nach oben fortsetzt. Ähnlich sieht es auch mit unserem Jahresumsatz aus. Jetzt haben wir aber hier ein sehr, sehr schönes homogenes Bild, mit dem sich arbeiten lässt. Wichtig noch an dieser Stelle ist, dass das, was ich jetzt hier auf der Vertriebsgebietsebene eingestellt habe, sich natürlich auch in die übergeordneten Strukturen fortführen lässt, automatisiert, genauso wie in die untergeordneten Strukturen. Wir gehen wieder in das bekannte Setting rein und wählen einfach jetzt mal dieses Szenario Mitarbeiterwegfall aus. Wir sind immer noch im gleichen Setting, haben die gleiche Vertriebshierarchie. Der Uwe hat es bereits angesprochen, der Händler Essen hier im Ruhrgebiet soll in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Erstmal schaue ich mir an, wie das Gebiet so ein bisschen strukturiert ist. Was sehe ich? Hier im Norden in Grau den Händler Carmen, hier im Südwesten in Grün den Händler Karst und hier Richtung Osten haben wir tatsächlich noch freie Potenziale, weil das gerade nicht von dem Händlergebiet abgedeckt wird. Im nächsten Schritt schaue ich mir das Ganze mal an, wie sich das hinsichtlich Jahresumsatz bzw. Volumina verhält. Auch da sehen wir, der Händler Essen hat ein extrem hohes Jahresvolumen beim Umsatz. Vermutlich auch daran, weil er langjährig bei der Firma gearbeitet hat und deswegen einen recht großen Kundenstamm hier aufgebaut hat. Während jetzt die zwei anderen Händler, der Karst hier unten und der Carmen, noch nicht auf so einen hohen Jahresumsatz kommen. Da wäre es natürlich jetzt eine kluge Idee, erstmal hinzugehen, bevor ich jetzt mir hier diese Überlegung mache, suche ich einen neuen Mitarbeiter, stelle ich hier jemanden ein, der diesen Händlerstandort betreut. Mache ich doch einfach jetzt erstmal eine Szenarienplanung. Wie schaut das denn aus, wenn einfach meine zwei anderen Händler dieses Potenzial auffangen und die Kunden dementsprechend mitbetreuen? Das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Im ersten Schritt klicke ich jetzt einfach mal exemplarisch in das Gebiet rein, dieses Rosane, einfach damit das Tool mir helfen kann, wo ich denn überhaupt unterwegs bin, damit ich auch selber weiß, wo plane ich denn überhaupt. Hier sehe ich dann direkt, ich bin in der Vertriebsregion Deutschland West unterwegs, klappe das Ganze auf und bin unter dem Außendienstmitarbeiter Krömer und finde hier direkt meinen Händler Essen. Im ersten Schritt möchte ich jetzt dieses Gebiet einfach mal raus aus der Planung nehmen und schreibe jetzt exemplarisch in dieses ganze Gebiet Rente hinein, da ja dieser Händler in Rente geht. Speichere das und automatisiert ist jetzt dieses Gebiet erstmal rausgenommen aus der ganzen Struktur. Im nächsten Schritt fange ich dann jetzt an, diese einzelnen Postleitzahlengebiete neu zuzuordnen. Wir haben vorher gesehen, wie ich einzelne Postleitzahlen markiere und sie auf eine andere Gebietsebene schiebe. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie man mehrere Postleitzahlen auswählt und diese neu zuordnet. Dazu habe ich hier die Möglichkeit, ein anderes Werkzeug auszuwählen, nämlich das Polygonwerkzeug.
Ich fange jetzt erstmal hier in dem nördlichen Gebiet an, diese einzelnen Postleitzahlen zuzuordnen. Sie sehen, über dieses Werkzeug lassen sich diese Postleitzahlengebiete sehr, sehr schnell und auch präzise anwählen. Was hier natürlich wieder cool ist, ich sehe direkt, wie viele Postleitzahlen verschiebe ich denn, nämlich 105. Wie hoch ist das Marktvolumen, wie hoch dementsprechend der Jahresumsatz. Gehe hier wieder rein und schiebe einfach per Drag and Drop die Postleitzahlen zu dem Händler Carmen. Das Tool unterstützt mich wieder und wird automatisiert dann dementsprechend zugeordnet. Jetzt sehe ich sogar, hier oben habe ich eine Postleitzahl vergessen, die will ich natürlich auch noch zuordnen und schiebe sie auch wieder rüber. Im nächsten Schritt gehen wir hier rein und möchten natürlich auch noch den Süden neu zuordnen. Damit gehe ich hier weiter nach unten, weil bisher hat der Dealer Cars noch kein Potenzial erhalten. Auch hier wieder mache ich ähnliches Spiel, wähle mir die einzelnen Postleitzahlengebiete aus und weise sie dann dem Händler in Cars zu. Das Ganze geht auch wieder recht schnell, wie Sie sehen. Es macht jetzt nichts, dass wir hier noch einen Verschnitt haben. Gehen wir nachher ran zur Planung, beziehungsweise schieben das nachher noch rüber. Selbes Spiel, ich schnappe das Ganze wieder, per Drag and Drop ordne ich es dementsprechend dem Händler in Cars zu. Wenn jetzt diese Zuordnung geschehen ist, gehe ich jetzt erstmal hier unten rein und gucke mir das Ganze an, was hat sich denn getan. Wir sehen hier schön, das Gebiet von der Rente hat nur noch ein weniges Restpotenzial bzw. Jahresumsatz, während die zwei anderen Händler stark angewachsen sind mit ihrem Jahresumsatz. Jetzt möchte ich nur noch die letzten Postleitzahlen neu zuordnen, damit dieses Rentengebiet komplett versorgt wird. Dazu wähle ich einfach exemplarisch diese letzten Postleitzahlengebiete an, natürlich auch noch hier unten und die 4 Stück und ziehe sie auch wieder auf mein Gebiet. Jetzt ist es eine super Unterstützung von unserem Tool. Das Tool zeigt mir jetzt nämlich an, dass wir im Inbegriff sind, das Gebiet vom ehemaligen Händler in Essen komplett rauszulöschen. Also einfach mal nur so eine Warnung. Ich bestätige jetzt das Ganze, weil es ja unser Ziel gewesen, im Endeffekt diesen Händler auf die 2 neuen Händler zu verteilen. Jetzt sehen Sie im Endeffekt, dass sich alle Postleitzahlengebiete, die vormals dem Händler Essen zugewiesen wurden, aufgelöst sind und dementsprechend bei den neuen 2 Händlern verteilt sind. Diese ganze Simulation speichere ich und wir werden das nachher eventuell nochmal aufgreifen. Okay, Marcel, das war ein cooles Beispiel. Ich schaue mal auf die Uhr und sehe, wir sind schon weit fortgeschritten. Mich würden noch 2 Dinge interessieren. Du hast uns ja jetzt 3 Beispiele, 3 Szenarien in unterschiedlichen Regionen Deutschlands gezeigt. Genau. Gibt es eine Möglichkeit, diese wieder zusammenzuführen und am Ende vielleicht diese neue Struktur, die neue Zuordnung in unserer CRM zurückzuspielen? Genau, also wir waren ja mit der Planung noch nicht mehr richtig am Ende. Wir haben jetzt nur ein paar Szenarien mal gesehen, exemplarisch durchgespielt und jetzt will ich Ihnen einfach mal noch zeigen, wie leicht es funktioniert, diese 3 verschiedenen Stände zusammenzuführen. Dazu gehen wir hier rein und sehen dieses Fenster. Vor dem Webinar habe ich das bereits schon vorbereitet und die vorherigen Simulationen gespeichert. Jetzt werde ich auch noch unsere letzte Simulation speichern und dementsprechend in unseren sogenannten Abnahmestand hinzufügen. Der Abnahmestand ist im Endeffekt einfach sowas, das ist aktuell der Status quo, worauf man sich bezieht, wenn es hinsichtlich Gebietsplanung geht. Also einfach, dass der Außendienstmitarbeiter weiß, welche Postleitzahlen betreut er, die Vertriebsregion weiß, unter welchen Vertriebsgebieten sie arbeitet. Wenn jetzt diese verschiedenen Szenarien zusammenfließen, werden wir am Ende eine schöne Planung sehen, wo wir direkt sehen können, was zusammengehört. Es dauert jetzt ein bisschen, bis die einzelnen Szenarien zusammengemerged sind und wenn diese dann im finalen Abnahmestand zu sehen sind, können wir uns diesen gemeinsam anschauen. Ich gehe jetzt hier direkt in den Abnahmestand rein. Im Endeffekt haben wir dasselbe Spiel. Ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen, was haben wir gemacht. Sie sehen jetzt direkt, wir haben hier die Postleitzahlen neu hinzugefügt. Der Händler Essen ist komplett verschwunden. Wir haben das Potenzial vom Händler Essen auf den Händler Carmen und den Händler Karst übertragen. Wenn wir in die Vertriebsgebiete reingehen, also eine Ebene drüber, dann sehen wir schön, was wir hier gemacht haben.
Wir haben dementsprechend hier im Osten den Außendienstmitarbeiter Kagemann von dem Gebiet Deutschland-Mitte in den Osten verschoben. Auch diese Aktualisierung ist nun vollzogen. Und ganz oben im Norden, Sie erinnern sich an unser erstes Beispiel, wenn ich hier jetzt nochmal in die Postleitzahlen reingehe, sehen wir den neu erstellten Händler Kirmann in dem Zusammenhang. Jetzt sind wir zwar in unserem Tool mit der Planung am Ende. Es gibt bei uns noch so ein stilles Knöpfchen, ich nenne das immer so diese Simulation fertigstellen. Mit diesem Knöpfchen können Sie diese angepassten Sachen direkt in Ihre Ausgangssysteme spielen. Also Sie erinnern sich, wir sind ja über die Kundenstruktur gekommen. Die Kunden sind ja irgendwo in der CRM hinterlegt oder eventuell auch, wenn es um Produkte geht, im ERP-System. Und über dieses Knöpfchen lassen sich die Aktualisierungen, die wir jetzt hier vorgenommen haben, einfach und schnell wieder zurück in Ihr Ausgangssystem spielen, damit Sie dort auch die passenden Änderungen haben, die wir nun gemeinsam geplant haben.